Inclusive Game Lab, ein gemeinsames Projekt der Technischen Hochschule Köln und der Fachstelle für Jugend, Medienkultur NRW. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Musik und Soundeffekte sind ein wesentlicher Bestandteil von digitalen Spielen. Musik beschreibt die Atmosphäre und versinnbildlicht Momente, die mit Bildern nicht zu beschreiben sind. Soundeffekte geben den Spielenden die Möglichkeit, Gegner zu orten oder bestätigen gemeinhin Tastenanschläge. Da Töne eine wichtige Rolle spielen für das Verständnis des Spiels, müssen wir uns überlegen, was passiert mit meinem Spiel, wenn der Ton nur bruchstückhaft ankommt? Was passiert mit meinem Spiel, wenn ich den Ton nicht hören kann? Also ich bin beim Videospielen schon öfter auf Barrieren gestoßen. Ich bin, seit ich Baby war, an Taubheitsgrenzen schwerhörig. Das heißt, ich benutze zwar Hörgeräte, aber das, was bei mir ankommt, im Gehör ist eben relativ bruchstückhaft, so würde ich das mal sagen. Also ich benutze tatsächlich auch den Ton, wenn ich Videospiele spiele, aber ich bin darauf angewiesen, dass jegliche Informationen eben nicht nur über den Ton rübergebracht werden. Und grundsätzlich würde ich zwischen zwei verschiedenen Arten von Barrieren unterscheiden. Also einmal gibt es Barrieren, die sind sehr essentiell. Also wenn ich etwas nicht höre, dann kann ich auch das Spiel nicht spielen oder der Sinn des Spiels geht komplett an mir vorbei. Die zweite Art der Barriere, würde ich sagen, betrifft Dinge, die nicht unbedingt essentiell sind, um ein Spiel zu spielen, zu beenden, um das Spiel komplett durchzuspielen, aber die einfach das Spielerlebnis frustrierend machen oder die es einfach für mich schwieriger machen. Spielbeispiele. Ein Spiel, das ziemlich gut demonstriert, dass man eben einen Nachteil hat, ist für mich Apex Legends. Und man spielt eben gegen andere Menschen, also echte Gegner. Und ich glaube schon, dass ein ziemlich essentieller Teil von Apex ist, dass man zum Beispiel sich in einem Gebäude verschanzt oder so und dann hört, wenn die Tür aufgeht. Zu sehen ist Apex Legends. In der Ferne ist ein Geräusch zu hören. Eine Tür öffnet sich. Wenn also hinter mir die Tür aufgeht, dann kann ich das nicht hören. Es würde aber normalerweise im Ton rüberkommen. Also es ist ein sehr hektisches Spiel und man kann nicht immer unbedingt sehen oder darauf warten, dass man eine visuelle Information bekommt. Also man kann ja zum Beispiel auch sehen, wenn zum Beispiel irgendwo geschossen wird. Es gibt also einen kleinen Icon oder Marker, der so den man sehen kann, wenn zum Beispiel ein Teammitglied gerade in einem Kampf ist oder gerade schießt. Gezeigt wird gerade Apex Legends. Solid copy. Enemies are shooting at me. Cracked an enemy shield. Reloading. Enemy taken down. Reloading. Giving my shields a recharge. Und man kann tatsächlich auch Pings sich gegenseitig senden, visuelle Pings. Das finde ich tatsächlich sehr gut. Und das ist definitiv etwas, wo dieses Spiel auch barrierefreier für mich ist als andere ähnliche Spiele. Aber es ersetzt halt einfach nicht das Hören. Ein anderes Beispiel für ein Spiel, in dem ich sagen würde, ich hatte keinen großen Nachteil in dem Sinne, dass ich das Spiel nicht zu Ende spielen könnte. Aber für mich die Atmosphäre ein bisschen, ich würde sagen, gedämpft wurde oder nicht ganz so da war Kingdom Come Deliverance. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist ein Open-World-Game, also man spaziert so durch die Landschaft und überall sind so NPCs, die reden. Die reden über alles Mögliche. Und das ist also ein essentieller Teil der Atmosphäre, der Vibes, dass man halt wirklich in diesem mittelalterlichen Dorf oder dieser mittelalterlichen Stadt ist
Und der Dialog, der schwebt bei denen quasi immer so über dem Kopf. Und wenn sie dann zum Beispiel von einem weggehen oder weiter weg sind, dann wird der Text immer kleiner. Also man kann es wirklich nicht lesen. Man kann es auch hören, also es ist ja auch vertont, aber man kann es halt manchmal einfach nicht lesen. Und vor allem, wenn man das Spiel zum Beispiel auf dem Laptop spielt oder so, dann ist es auch noch kleiner. Und da habe ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man vielleicht eine Option hätte, einfach auch diesen Dialog irgendwo unten ausspielen zu lassen und nicht nur so als schwebende Blase über dem Kopf, die dann immer kleiner wird. Für mich speziell gehe ich natürlich immer in die Audioeinstellungen und teilweise auch in die Grafikeinstellungen oder Untertiteleinstellungen. Die Menüs heißen nicht immer gleich, daher gibt es auch nicht unbedingt eine Norm. Man muss sich also alles mal durchlesen und angucken. Und für mich so die Basis ist tatsächlich, dass man zum Beispiel verschiedene Arten von Geräuschen oder Sounds unterschiedlich laut einstellen kann. Also ich mache es dann meistens so, dass ich zum Beispiel den Dialog und alle Umweltgeräusche deutlich lauter stelle, also so laut wie möglich. Und wenn es geht, dann mache ich meistens die Musik etwas leiser. Das heißt nicht, dass ich das nicht schätze, aber tatsächlich ist es für mich manchmal so, dass Musik sehr laut wirkt und das dann so tatsächlich mich ein bisschen irritiert und ablenkt vom Spiel. Und die zweite Option, die ich natürlich auch immer anpasse, sind die Untertiteloptionen. Ich nehme hier immer die maximalen Untertitel, die möglich sind. Manche Spiele haben halt nur den Dialog untertitelt, manche Spiele zeigen auch den Sprecher an. Das ist etwas, was ganz gerne vergessen wird, aber für Leute wie mich wahnsinnig hilfreich sein kann, weil ich auch keine Stimmen unterscheiden kann und dann manchmal etwas verwirrt bin. Wer spricht denn jetzt eigentlich? Wer hat das jetzt gerade gesagt? Gerade wenn man die Person nicht unbedingt im Bild sieht. Und wenn es geht, dann stelle ich natürlich auch immer die Untertitel für alle möglichen anderen Geräusche ein. Manche Spiele haben mittlerweile auch Optionen für eine direktionale Anzeige von Geräuschen, also ob jetzt zum Beispiel was von links oder von rechts kommt. Was ich auch immer noch sehr gerne mache, ist mir die Untertitel einfach ein bisschen größer zu machen. Das mag jetzt für manche Leute sehr ablenkend wirken, aber dann kann ich halt auch einfach schneller mitlesen. Und wenn ich die mir dann ein bisschen größer, ein bisschen klarer einstellen kann, gerne auch mit etwas weniger Transparenz vom Hintergrund, das mache ich auch sehr gerne. Something is happening. Wünsche an die Spielentwicklung. Wenn ich mir wünschen könnte, was Videospieleentwickler zukünftig beachten sollten, dann könnte ich jetzt natürlich eine sehr lange Wunschliste machen. Aber ich würde sagen, wenn ich nur einen Wunsch frei habe, also den einen Wunsch, dann wäre es einfach, dass in der Spieleentwicklung häufiger und vor allem auch früher Menschen aus der betroffenen Zielgruppe mit einbezogen werden. Also dass man eben Gamerinnen, Gamer, Beratende und so weiter aus der Zielgruppe mit der Schwerbehinderung mit in die Spielentwicklung einbezieht. Am allerbesten würde das funktionieren, wenn man idealerweise schon bevor man überhaupt ein Spiel hat oder irgendwas entwickelt hat, sich schon mal mit dem Thema beschäftigt und mit den Menschen spricht und dann idealerweise auch immer wieder an den Schlüsselstellen im Entwicklungsprozess mit einbezieht. Hauptwunsch war natürlich sehr generell, aber ich habe selbstverständlich auch einige Sachen, die ich mir einfach als schwerhörige oder gehörlose Gamerin wünschen würde. Und speziell möchte ich einfach ein bisschen das Feingefühl dafür schärfen, dass keine Informationen nur über Ton oder über Audiosignale weitergegeben werden. Gezeigt wird gerade Eleanor. Eleanor benutzt das Glockengeräusch, um untersuchbare Objekte anzuzeigen. An einem Controller wird es mit einem weiteren Vibrationseffekt unterstützt. Die unheimliche Musik wird so lange weitergespielt, bis alle wichtigen Objekte gefunden worden sind.
Also ich spiele unglaublich gerne Horrorspiele und das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Genre manchmal. Also gerade in Horror wird so viel über Musik und Ton rübergebracht von diesem Gefühl, diesen Vibes, dass man sich so ein bisschen diese böse Vorahnung. Gezeigt wird gerade Soma. Im Sci-Fi-Horrorspiel bestimmen hauptsächlich Geräusche die Atmosphäre. Die Atmosphäre besteht aus Knarzen, Metallklappern und elektronisches Piepen. Untermalt wird es durch ein tiefes Brummen. Soma arbeitet viel auf der auditiven Ebene. How did I do that? Und genau da wünsche ich mir auch einfach mehr kreative Wege, das zusätzlich zu der Musik und dem Sounddesign eben auch visuell rüberzubringen. Und ich glaube durchaus, dass es da wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Und wenn so eine ganz kleine Controller-Vibration oder so, das kann tatsächlich auch einen sehr guten Effekt haben. Und da wünsche ich mir einfach, dass da noch ein bisschen mehr das Augenmerk drauf gelegt wird. Die wichtigsten Punkte im Video noch einmal kurz zusammengefasst. Wichtige Inhalte sollten nicht nur über den Ton erzählt werden. Visuelle Marker sollten immer alle Tonelemente ersetzen können. Untertitel von Umgebungsgesprächen sollten gebündelt angezeigt werden. Ein verständliches und übersichtliches Einstellungsmenü wäre hilfreich. Musik, Stimmen und Soundeffekte sollten im Menü voneinander getrennt einstellbar sein. Untertitel sollten den Namen der sprechenden Personen anzeigen. BeraterInnen mit Behinderung sollten bereits ab der Frühphase der Entwicklung mit eingebunden werden. Für den fehlenden Ton sollte eine kreative Lösung gefunden werden.